Guten Tag, ich bin ein Universitätsprofessor aus den Vereinigten Staaten und da Deutsch nicht meine Muttersprache ist, bat ich meinen Kollegen Martin Soso-Reichel, eine Übersetzung für mich anzufertigen, damit ich heute mit Ihnen sprechen kann. Ich bin wirklich begeistert, zum ersten Mal in Berlin zu sein, einer der Top-Städte Europas für veganes Leben. Und besonders möchte ich danken Doreen Rothe für alle ihre Hilfe. Veganismus ist eine starke und wachsende Bewegung. Im Grunde ist Veganismus eine Basisbewegung und wir alle sind heute Teil einer wachsenden Gemeinschaft, die an Stärke gewinnt, einer kollektiven Stimme, die die Welt wirklich verändert. Wir wissen, dass wir in der heutigen Welt vor kritischen Herausforderungen stehen. Es gibt viele Klimawandel und Umweltschäden, Artensterben, Armut, Hunger, Krankheiten, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, Rassismus und Diskriminierung, die materiellen und technologischen Aspekte unseres Lebens, die oft auf Kosten des inneren spirituellen Wachstums und massives Leiden, Gewalt und Grausamkeit gegenüber Tieren. Wir können uns diesen Herausforderungen jedoch nicht wirklich stellen, ohne deren Ursachen zu untersuchen. Vielleicht fragen Sie sich ja, was hat der Veganismus damit zu tun? Es hat alles damit zu tun. Veganismus ist so einzigartig, weil es direkt mit so vielen Dingen in der heutigen Welt verbunden ist. Die Erde. Die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind erschreckend real. Und Klima- und Umweltwissenschaftler warnen uns davor, dass wir uns schnell dem Punkt des Nichtrückkehrens nähern, an dem eine Umkehr unmöglich ist. Der katastrophale Klimawandel wird schon 2025 unvermeidlich sein, aber sicherlich bis zur Mitte des Jahrhunderts, wenn wir nicht entschlossen den Lauf der Ereignisse ändern. Hier und auf der ganzen Welt müssen wir uns bewusst machen, wo die Hauptursache für die Umweltschäden liegt und welches die zerstörerischste Industrie der Menschheit ist. Diese Industrie ist die Nutztierhaltung. Hier sind die Fakten. Klimawandel. Die Nutztierhaltung ist für die Produktion von mindestens 51% der künstlichen Treibhausgase verantwortlich, insbesondere Methan und Stickoxide. Das ist das Vierfache der Emissionen aller Verkehrsmittel weltweit. Entwaldung, riesige Ressourcen für die Absorption von Kohlendioxid gehen verloren, wenn Wälder für die Gewinnung von Weideflächen sowie für den Anbau von Futterpflanzen gerodet werden. Das sind 1 bis 2 Hektar Regenwald pro Sekunde. Ausbeutung und Erschöpfung unserer Ressourcen. Die Fleisch- und Milchindustrie benötigt 1/3 unseres Wassers. Mittlerweile haben mehr als die Hälfte der weltweit größten Grundwasservorkommen ihre Wendepunkte in Bezug auf die Nachhaltigkeit überschritten. Es gibt Bodenerosion aufgrund von Viehzucht und dem Anbau von Futterpflanzen sowie einen Arten- und Habitatsverlust, dessen vorrangige Ursache die Tierwirtschaft ist. Die Essgewohnheiten unserer Gesellschaft spiegeln sich in diesen erschreckenden Statistiken wider. 60% aller Säugetiere,
die zurzeit auf der Erde leben, sind Nutztiere, hauptsächlich Kühe und Schweine, die für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Und 70% aller Vögel der Erde sind Geflügel. Viele Wissenschaftler warnen davor, dass wir uns am Rande des 6. Massensterbens auf unserem Planeten befinden und nur noch wenig Zeit zum Handeln bleibt. Und dass dies auf menschliche Aktivitäten, die Überbevölkerung und den Überkonsum zurückzuführen ist. Es gibt tote Meereszonen aufgrund von Sauerstoffmangel, der durch Einleitung von chemischen Düngemitteln verursacht wird. Wasser- und Luftverschmutzung durch giftige Gase, Abfälle und chemische Abwässer von industrieller Tierhaltung. Weltweiter Hunger hat ebenfalls eine direkte Verbindung zur industriellen Tierwirtschaft und zur massiven Ineffizienz unserer derzeitigen Lebensmittelproduktion. Fast die Hälfte der auf der Welt angebauten Pflanzen dienen als Futtermittel für die Fleisch- und Milchindustrie. Um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, reicht es nicht aus, die Emissionen der Energiegewinnung und des Verkehrs zu senken. Die eine globale Initiative, die weltweit viel rascher und umfassender wirken wird, besteht vielmehr darin, durch eine tiefgreifende Umstellung unserer Nahrungsmittelproduktion eine Besserung herbeizuführen, insbesondere durch die Beendung der Massentötung von Nutztieren zur Nahrungsproduktion. Wir verlangen damit einen weitreichenden Eingriff zur Gesundung unseres Planeten. Eine tiefgreifende und globale Umstellung auf pflanzliche Lebensmittel könnte eine der positivsten Veränderungen sein, die wir je auf der Welt gesehen haben. Jeder von uns könnte so unseren CO2-Fußabdruck halbieren. Wir könnten weltweit 70 bis 80% der Land-, Wasser- und Energieressourcen einsparen, die derzeit für die Fleischproduktion genutzt werden und die möglicherweise 10 bis 11 Milliarden Menschen ernähren könnte. Kulturgeschichte. Bevor wir über die positiven Trends und Innovationen auf der ganzen Welt sprechen und darüber, wie der Veganismus zu einer starken Kraft des Wandels wird, ist es hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und uns anzusehen, welche Rolle die Viehzucht in unserer Kulturgeschichte gespielt hat. Wir wissen, dass die Ursprünge der Tierwirtschaft in der menschlichen Kultur etwa 10.000 bis 12.000 Jahre zurückgehen. Davor lebte der frühe Mensch als Sammler, als Nomade. Der aß, was er beim Sammeln und Jagen fand. Der Mensch koexistierte mit Tieren in einem komplexen Netzwerk des Lebens, beobachtete ihre einzigartigen Fähigkeiten und Verhaltensweisen und war fasziniert von den Mächten, die sie zu besitzen schienen. Mit der Entwicklung unserer Kultur begann eine Verschiebung in dieser Beziehung. Als die Bevölkerung langsam wuchs, begannen die Menschen ihre nomadische Lebensweise aufzugeben und ließen sich dort nieder, wo sie Nahrung, Unterkunft sowie Land für den Anbau von Getreide fanden. Mit Landwirtschaft setzte sich langsam der Begriff des Eigentums durch, und zwar nicht nur von Land, sondern auch von Tieren, angefangen bei Rindern, Schafen und Ziegen. Dies bedeutete eine grundlegende Veränderung
in unserer Wahrnehmung von Tieren. Sie sanken auf den Status von Waren und Objekten herab. Wir verloren allmählich das tiefe Gefühl der Verbindung mit unserer Umwelt. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem der Schaden und die Erschöpfung unserer Ressourcen die Selbstheilungsfähigkeit unseres Planeten auf alarmierende Weise beeinträchtigen. Wie Mahatma Gandhi einmal sagte, die Erde bietet genug, um die Bedürfnisse jedes Menschen zu befriedigen, nicht aber die Gier eines jeden. Was sind also die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, ob wir nun als Veganer leben oder uns für den Veganismus auf der ganzen Welt einsetzen? Wir müssen anerkennen, dass im Zentrum dieser Herausforderungen eine deutliche Inkonsistenz in unserer Haltung gegenüber verschiedenen Tieren liegt. Während die meisten von uns entsetzt über den Gedanken sind, dass unseren Hunden und Katzen Schaden zugefügt werden könnte, unterstützt unsere Gesellschaft als Ganzes die institutionalisierte Massenquälerei des Tötens und des Verzehrs von Nutztieren. Und dazu kommen noch die Ausbeutung und das Töten von Millionen weiteren Tieren durch die Unterhaltungs-, Forschungs- und Bekleidungsindustrie. Was sind die Hauptursachen für diese Inkonsistenz, die es zulassen, dass wir ein Tier lieben und einem anderen schaden? Speziesismus und Objektivierung. Der Begriff Speziesismus wurde vom Philosophen Peter Singer populär gemacht und bezieht sich auf die spezifische und willkürliche Diskriminierung von nichtmenschlichen Lebewesen. Deren Ausbeutung ist im Kern an die gleiche Einstellung gebunden, die auch andere Formen der Diskriminierung nährt. Rassismus, Homophobie, Bigotterie, Sexismus etc. Alle diese Vorurteile sind gleichermaßen bedeutsame Fragen der sozialen Gerechtigkeit, weil sie auf demselben Prinzip beruhen, der ungerechtfertigten und unnötigen Dominanz und der daraus resultierenden Unterdrückung einer Gruppe gegenüber einer anderen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die meisten von uns in eine fleischessende Kultur hineingeboren wurden. Das ist die einfache Realität. Ich bin ein perfektes Beispiel dafür. Ich wurde in einer Familie groß, wo man Fleisch aß, und ich habe nie darüber nachgedacht. Wir akzeptieren, was wir von Geburt an wussten, genauso wie unsere Eltern. Es war nicht unsere Schuld. Wir wussten nicht, dass wir eine Wahl hatten. Einige unserer kulturellen Gewohnheiten sind so tief in uns verwurzelt, dass wir gar nicht daran denken, sie in Frage zu stellen. So führen wir sie als Status quo bedenkenlos fort, akzeptieren sie unbewusst als konkrete Realität, also so, wie die Dinge nun einmal sein sollen. Wir haben eine Reihe von Überzeugungen geschaffen, eine egozentrische Ansicht, dass Menschen anderen Tieren überlegen sind und dass es akzeptabel ist, sie zu missbrauchen und für unsere eigenen Bedürfnisse zum Vergnügen und für den Profit zu töten. Trotz der Tatsache,
dass wir dieselben Grundinstinkte teilen, den Wunsch, frei von Schmerzen zu leben, angemessene Nahrung und Unterkunft zu finden, uns auf natürliche Weise sozial und kommunikativ zu verhalten, einander zu lieben und unsere Familien, Freunde und unsere Jugend zu schützen. Da ist die Unsichtbarkeit der Fleischproduktion. Die meisten Menschen wissen nicht, was mit Tieren in Industriehaltung geschieht. Wir dürfen nicht vergessen, dass für diese Farmen nur ein Maximum an Effizienz und Profit zu möglichst geringen Kosten zählt. Tiere sind dort nur Dinge, nur Produktionseinheiten. Dann ist da die psychologische und emotionale Distanz, die Menschen in Bezug auf die Ausbeutung von Tieren haben. Obwohl wir eigentlich wissen, dass die Fleischproduktion unnötiges Leid, Gewalt und Tod mit sich bringt, vermeiden wir es, uns dieses Themas ständig bewusst zu sein. Ich glaube, dass die Menschen so das Gefühl ihres Selbst schützen wollen. Sie wollen sich nicht als jemanden sehen, der derart schreckliche Gewalt ermöglicht. Und das gelingt ihnen, indem sie sich von dieser Realität distanzieren. Lösungen einer neuen Zukunft des Essens. Wie gehen wir realistisch an unsere Herausforderungen heran in einer Kultur, die so stark von tierischen Produkten abhängig ist? Mit den höchsten Eigenschaften, die definieren, wer wir sind, mit Ausdauer, Belastbarkeit, Fleiß, Intelligenz, Erfindergeist und angeborenem Mitgefühl. Erstens müssen wir eine rasche und entschiedene Abkehr vom Konsum von Tieren und tierischen Produkten hin zu pflanzlichen Lebensmitteln vornehmen. Unser Vorteil hier ist, dass die Anfänge dieser Umstellung bereits klar erkennbar sind. Der Bevölkerungsanteil der Veganer und Vegetarier wächst schneller als je zuvor. Desgleichen die Wirtschaft und ganze Unternehmen, die pflanzliche Produkte anbieten. Sie können stolz darauf sein, dass Deutschland an der Spitze der Entwicklung steht, die Veganismus in den Mainstream bringt. Allein in dieser Stadt gibt es bereits mindestens 60 vegane Restaurants, also weit mehr als in Paris und London, die beide mehr als doppelt so groß sind wie Berlin. Zweitens können wir den Markt pflanzlicher Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, der in den letzten 5 Jahren explodiert ist, weiter unterstützen. Sogar die Bundesregierung investiert beträchtliche Summen, um die Entwicklung pflanzlicher Nahrungsalternativen wie etwa Fleisch aus Erbsen zu unterstützen. Drittens gibt es eine Innovation, die ein enormes Potenzial für die radikale Veränderung der Lebensmittelindustrie in sich birgt. Und das ist In-vitro-Fleisch. Die ersten Anfänge dazu gab es im Jahr 2013 und es scheint gut möglich, dass diese Produkte bereits im Jahr 2020 auf den allgemeinen Markt kommen. Mittlerweile gibt es über 20 Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich darauf konzentrieren, diese bahnbrechende neue Technologie zu etablieren. Etwa Memphis Meats, Mosa Meat, Modern Meadow, Meatable, Finless Foods, Just und Future Meat Technologies. So besteht nun eine Partnerschaft zur Entwicklung von In-vitro-Fleisch zwischen Supermeat in Tel Aviv und dem deutschen Geflügelunternehmen PHW. In-vitro-Fleisch wird aus tierischen Stammzellen gezüchtet,
die durch Biopsie schadlos aus lebendigen Tieren gewonnen werden. Und die potenziellen Ressourceneinsparungen sind enorm. In-vitro-Fleisch könnte aus profitabler Industrie zu einer der transformativsten Technologien des kommenden Jahrzehnts werden. Nicht nur die globalen Schäden der Massentierhaltung vermeidet, sondern auch die Möglichkeit bietet, dem Hunger der Welt entgegenzuwirken. Es bleibt abzuwarten, inwieweit In-vitro-Fleisch tatsächlich in der globalen Ernährungskultur Fuß fassen wird. Obwohl es sehr umstritten ist, als ethischer Veganer würde ich es nie essen. Viele halten es für eine praktikable und realistische Option. Diese drei großen Richtungen in der Lebensmittelindustrie sind keine kurzfristigen Trends. Sie halten bereits Einzug in den Mainstream. Die Verschiebungen, die wir in der globalen Ernährung erzielen, werden das wirksamste und effektivste Mittel sein, um die umfangreichen Umweltschäden erheblich zu reduzieren, die die derzeitige Nutztierwirtschaft verursacht. Die Stärke all dieser Lösungen ist, dass sie auf vielen Ebenen stattfinden können, durch politische Entscheidungen, Marketing und Führung auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. Innovationen in Geschäfts- und Technologiesektoren, wissenschaftliche Forschung und vor allem durch den Verbraucher. Jeder Mensch hat mit jeder Mahlzeit jeden Tag einen enormen Einfluss darauf, denn unsere Auswahl an Lebensmitteln ist die mächtigste und effektivste Maßnahme, die wir als Einzelne ergreifen können, um unseren Planeten zu retten. Gesundheit. Wir wissen, dass in Ländern, wo am meisten pflanzliche Lebensmittel gegessen werden, weniger Krankheitsfälle auftreten. Und das Bewusstsein wächst, dass pflanzliche Lebensmittel der Schlüssel zu einer optimalen Gesundheit sind. Mit einer pflanzlichen Ernährung nehmen Sie eine große Auswahl an Nährstoffen, Ballaststoffen, Antioxidantien, die gegen Zellschäden schützen, und Tausende von sekundären Pflanzenstoffen auf, die für eine gute Gesundheit sorgen. Ballaststoffe, die nur in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, haben viele Vorteile. Kontrolle des Blutzuckers, Absorption von überschüssigem Cholesterin und von Toxinen, Aufrechterhaltung eines gesunden Nervensystems und Ernährung des Mikrobioms, der Hunderte von Billionen nützlicher Mikroorganismen in unserem Körper, die für das Immunsystem in unserem Organismus entscheidend sind. Insgesamt weisen Veganer eine wesentlich niedrigere Rate an Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, Krebs, Übergewicht, Osteoporose, Parkinson und Alzheimer auf. Und die Liste lässt sich durchaus noch erweitern. Ernähren Sie sich auf rein pflanzlicher Basis und Sie haben ein um 30% reduziertes Risiko für Herzerkrankungen, die weltweit verbreitetste Todesursache, und ein 40% geringeres Krebsrisiko. Selbst die Verschlimmerung vieler chronischer Krankheiten lässt sich dadurch nicht nur stoppen, sondern durch Umstellung auf pflanzliche Ernährung sogar innerhalb von 2 bis 3 Wochen umkehren. Die heilsame Wirkung pflanzlicher Ernährung erzielt bessere Ergebnisse als viele Medikamente ohne Nebenwirkungen und Kosten. Wenn man den Verzehr von Tieren und tierischen Produkten reduziert und letztlich aufgibt,
und sich stattdessen grün mit viel Obst, Gemüse, Nüssen, Samen und Vollkornprodukten ernährt, wird dies zu einer gesünderen Welt führen. Wir müssen lernen, Essen als mehr zu sehen als nur die Befriedigung unseres Appetits oder unserer Geschmacksknospen. Nahrung ist Energie und die positive Energie pflanzlicher Nahrungsmittel gibt uns körperliches Wohlbefinden, geistige Klarheit, ein Gefühl von Leichtigkeit, innere Ruhe und Geborgenheit sowie ein größeres Gefühl von Frieden und der Verbindung zur Welt des Lebendigen. Ich selbst habe seit über 30 Jahren kein Tier mehr auf meinem Teller gehabt. Als Veganerin nehme ich keinerlei Medikamente ein, bin von ausgezeichneter Gesundheit und ich bin 62 Jahre alt. Wir wissen, dass der Konsum von Tieren und tierischen Produkten dazu beigetragen hat, dass die Fettleibigkeit sich alarmierend ausbreitet und das Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme weltweit steigt. Leider steht mein Land, die Vereinigten Staaten, in dieser Hinsicht an der Weltspitze. Der Grund? Ernährungsgewohnheiten, Fleisch- und Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel, Erfrischungsgetränke und Fastfood mit hohem Fett, Zucker und Salzgehalt. Überwältigende wissenschaftliche Erkenntnisse verknüpfen den Verzehr von Tieren und Tierenprodukten mit zahlreichen Krankheiten und die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert rotes Fleisch, das ist der Konsum von Kühen, Kälbern, Schweinen, Ziegen und Schafen, als wahrscheinliches Karzinogen der Gruppe 2a und verarbeitetes Fleisch als Karzinogen der Gruppe 1. Das ist das gleiche Niveau wie Asbest und Tabak. Da gibt es Kontaminationen. Fleisch birgt das höchste Risiko lebensmittelbedingter Krankheiten wie Salmonellen, Escherichia coli und Campylobacter. Tierische Proteine wiederum erhöhen das krebsfördernde Wachstumshormon IGF-1. Innerhalb von Minuten nach dem Verzehr von Fleisch wird im Körper eine Entzündung ausgelöst, die zu Arterienschäden führt. Fabrikbetriebe sind Brutstätten für Antibiotikaresistenzen und die Vereinten Nationen haben erklärt, dass damit eine weltweite Krise erreicht ist, die sich mit AIDS und Ebola vergleichen lässt. Tierische Produkte übersäuern den Körper, haben wenig oder keine Ballaststoffe und keine Antioxidantien. Es gibt bei uns jetzt sogar einen neuen Spruch. Fleisch ist der neue Tabak. Und auch Milch und Milchprodukte sind alles andere als gesund. So besteht eine Verbindung zwischen dem Konsum von Milch und Ohrenentzündungen, Emphysmen, Allergien, Asthma und Krebs. Wussten Sie, dass ein Liter Milch 323 Millionen Eiterzellen enthält? In Ländern, in denen am meisten Milch getrunken wird, kommt es vermehrt zu Brustkrebs, Prostatakrebs und Osteoporose. Werbung will uns glauben machen, dass Milch gut für starke Knochen sei, aber das Gegenteil ist der Fall. Da tierisches Protein den Körper ansäuert, wird Calcium
ein hervorragender Neutralisator, in Wirklichkeit den Knochen entzogen. Eine große Studie ergab sogar, dass das Trinken von 3 Gläsern Milch, das Risiko eines vorzeitigen Todes verdoppelt. Menschen sind die einzigen Wesen, die die Milch einer anderen Spezies trinken. Kein Wunder, dass es so viele gesundheitliche Probleme mit Milchprodukten gibt. Kuhmilch entwickelte sich schließlich speziell für Kälber, nicht für Menschen. Immer mehr Studien in den letzten Jahren tragen dazu bei, dass sich die Öffentlichkeit zunehmend bewusst wird, dass wir uns kritischer damit auseinandersetzen müssen, wie gesundheitsschädlich der Verzehr von Tieren und tierischen Produkten ist. Spiritualität und Mitgefühl. Und nun zu dem Aspekt des Veganismus, der nicht quantifiziert werden kann. Aber für viele, darunter auch mich, ist dies der wichtigste Aspekt. Wir müssen uns zwar auf die Auswirkungen der Ausbeutung von Tieren auf unser physisches Leben, die Erde und unsere Gesundheit konzentrieren, aber es ist ebenso wichtig, das Augenmerk auf unsere inneren Welten zu richten. Denn unsere Spiritualität zu erhöhen schafft die Basis sowie die Möglichkeit, alle Aspekte unseres Lebens zu verbessern. Wie ich in diesem Vortrag dargestellt habe, sind die Beweise überwältigend, dass die industrielle Nutztierwirtschaft unserem Planeten großen Schaden zufügt. Aber am Ende geht diese Praxis weit darüber hinaus. Wir müssen unsere Augen ehrlich und vollständig für die Gesamtheit dessen, was industrielle Tierhaltung ist, unaussprechliche Grausamkeit. Für mich allein ist das schon Grund genug, den Konsum von Tieren und Tierenprodukten zu beenden. Wie kann man etwas als Nahrung bezeichnen, das darauf beruht, einer anderen Kreatur das Leben zu nehmen und die negativen Energien von Angst, Leiden, Gewalt und Tod in unseren Körper zu bringen? Die Größenordnung ist schockierend. Die Gesamtzahl der Menschen, die jemals existiert haben, beträgt etwa 108 Milliarden. Trotzdem töten wir weltweit jedes Jahr weit über 150 Milliarden unschuldige Tiere. Das ist Folter, Leid und Gewalt, die jede Sekunde und jeden Tag in massivem Maßstab begangen werden. Als Gesellschaft sind wir jedoch sozial und kulturell darauf konditioniert, ständig wegzuschauen, gleichgültig und blind für einige der grausamsten und herzlosesten Akte, die lebenden Wesen zugefügt werden. Erlauben Sie mir, Ihnen nun die Realität einer Sau in einer Fabrikfarm vorzustellen. Und versetzen Sie sich an Ihre Stelle, entweder Sie selbst oder ein geliebtes Haustier, dessen Fähigkeit zu empfinden sich nicht von diesem Schwein unterscheidet. Mein ganzes Leben lang werde ich praktisch ohne Bewegung in einer Metallkiste mit einem geraffelten Betonboden gehalten und habe noch nie das Tageslicht erblickt. Ich kann mich nicht einmal umdrehen. So eingepfercht und unfähig, mich auch nur irgendwie natürlich zu verhalten,
leide ich unter Depression, Frustration und neurotischem Verhalten. Manchmal schreie ich und beiße immer wieder in die Gitterstäbe, die mich umgeben. Meine Gliedmaßen sind geschwollen. Ich habe offene Wunden und liege in meinen eigenen Exkrementen. Ich bin gewaltsam imprägniert. Gleich nach der Geburt werden meine Ferkel weggebracht. Und mich schickt man im Alter von nur 3 bis 5 Jahren ins Schlachthaus. Dort sehe ich die Angst, den Schrecken in den Augen meiner Freunde, höre ihre verzweifelten Schreie, wenn sie zu entkommen suchen, und rieche das Lebensblut derer, die vor mir sterben. Sie werden in der Regel brutal in Bewusstlosigkeit betäubt, bevor man sie tötet. Aber Millionen von uns sind noch immer bei vollem Bewusstsein. Da werden wir kopfüber hochgezogen, unsere Kehle durchschneidet und wir werden in den Verbrühungstank gesenkt, um unsere Haare zu entfernen. Einige von uns versuchen sogar noch ergeblich, im blutigen Wasser schwimmend zu entkommen, während wir lebend gekocht werden. Dann werden unsere Organe herausgeschnitten und wir sind Stück für Stück zerstückelt. Wenn Ihre Reaktion auf das, was Sie gerade gehört haben, ein Gefühl des Horrors, der Trauer, der Empathie für diese Tiere oder irgendein Grad an Wut, das aus unnötiger Gewalt und Grausamkeit in einem so großen Ausmaß vor sich geht, so ist dies der kritische Punkt des Bewusstseins, dass unsere angeborene wahre Natur in Mitgefühl begründet ist. Dies ist die Erkenntnis, dass ihr Schmerz unser Schmerz ist. Denn wir wissen, was es bedeutet zu leiden. Es existiert eine Verbindung zwischen uns allen. Wenn wir in die Augen eines Tieres schauen, dürfen wir niemals aufhören, darin die gleiche Lebensenergie zu erkennen, die wir in uns selbst für so wertvoll erachten. Tieren Schmerzen zuzufügen bedeutet, in Wahrheit uns selbst zu schaden, denn eine Kultur, die ständig solch brutale Taten ermöglicht, ja systematisch begeht, wird davon auf einer tiefen Ebene beeinflusst. Es bedeutet die stillschweigende Akzeptanz von Gewalt und Grausamkeit gegen andere, auch wenn die Industrie uns von diesem Prozess abschirmt und dabei die Wahrnehmung fordert, dass der Verzehr von Tieren wünschenswert sei. Als Gesellschaft verringern wir so unsere tiefe Fähigkeit für Empathie, Sensibilität, Liebe und Freundlichkeit, die wahrlich die größten Gaben sind, die wir jedem Lebewesen zukommen lassen können. Jetzt ist es an der Zeit für einen weltweiten Aufruf zu Mitgefühl, das zu einem starken Motivator für positive Veränderungen wird, ein Kompass, der uns von den zerstörerischen Energien der Beherrschung, Unterdrückung und Grausamkeit in der Nutztierwirtschaft wegführt, die in unserer Kultur verankert sind. Dies ist die Zeit, um eine tiefgreifende Wirkung auf die Welt anzuüben, indem wir in allem, was wir tun, Frieden und Harmonie pflegen und unnötiges Leid beenden,
dass wir auf globaler Ebene den unschuldigsten und verwundbarsten Wesen zufügen. Der Ausbeutung der Tiere ein Ende zu setzen, wird ein beispielloser Akt des Mitgefühls für die Welt sein. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Mit der scheinbar einfachsten Entscheidung, was wir zu jeder Mahlzeit essen möchten, schaffen wir uns eine echte Chance auf eine Welt mit mehr Nachhaltigkeit, Freundlichkeit, Mitgefühl und Frieden. Unterschätzen Sie niemals die Macht, die Sie als Individuen besitzen. Irgendwann in der Zukunft, wenn wir alle nicht mehr hier sind, wird die Gesellschaft auf diese Zeit aus einer großen, lebenswichtigen Transformation zurückblicken, in der wir diejenigen waren, die Saat für ein neues, mitfühlenderes Bewusstsein geschaffen haben, in uns selbst, für unsere Gemeinschaft, unsere Nation, ja die Welt als Ganzes. Wir haben eine enorme Macht als Verbraucher, um durch unsere Wahl des Essens einen Unterschied zu machen. Vielen Dank.